Servus und Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Und in diesem Video habe ich mir überlegt, da ich ja mit der Firma Colomi eine Kooperation gestartet habe, um euch das Substrat Colomi vorzustellen, möchte ich euch ein paar Deko-Ideen vorstellen. Und in diesem Video will ich gleich mit dem Luxus anfangen. Und was könnte luxuriöser sein als solch ein Design, praktisch ein Pokal mit einer Glasvase. Hier muss man jetzt erst einmal unten dieses Klebeetikett wegmachen. Ich finde, das ist immer so ein bisschen unschick, wobei das gar nicht mal so auffallen wird, wenn das dann mit Substrat aufgefüllt ist. Ist jetzt nicht so schön weg, hätte man vielleicht ein bisschen nass machen sollen, aber egal. Es geht ja um Luxus. So. Und was ist luxuriöser als ein goldener ein goldenes Vasenpodest oder ein Vasenträger? Genau, schwarzes Substrat kombiniert mit goldenem Substrat. Schwarzes Substrat hätte ich hier, schön schwarz. Der Vorteil an Colomi ist ja, dass das Substrat in allen möglichen Farben eingefärbt werden kann und das auch über viele, viele Jahre so schön farbig bleibt und die Eigenschaften von 5 bis 8 Jahren von der Strukturstabilität und von der Nährstoffversorgung auch noch behält. Bedeutet, das, was man macht, macht man für viele, viele Jahre. Deswegen sollte man sich Gedanken machen, was man bei der Gestaltung übernimmt. Und jetzt muss ich noch gucken, wo ich das Gold habe. Oh, das Gold ist nicht so weit weg. Das heißt, Schwarz und Gold kombiniert hier auf diesem wunderschönen goldenen Glasträger. Und dann habe ich mir überlegt, welche Pflanze kann man da reinmachen? Eigentlich wäre cool eine Pflanze mit einer gelben Blüte, sowas wie eine kleine Oncidium, eine Tolumnia. Habe ich gedacht, kleine Oncidium, Tolumnia habe ich nicht. Was könnte da reinpassen? Es könnte ja an und für sich auch in so ein hohes Gefäß etwas passen, was dann so wächst und wo dann die Blüten so links und rechts runterhängen. Und da habe ich mir gedacht, die Neophenetia-Hybride. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das die mit rosa Blüten. Die passt natürlich nicht ganz zum Thema Gelb. Da wäre dann so was wie eine Asconcentrums eine ganz gute Sache. Aber diese Pflanze bietet sich eigentlich an. Weil, wenn man das jetzt mal so vergleicht, dieser Topf ist ja praktisch schon schön ausgefüllt und die gleiche Größe wie dieser Topf. Bedeutet so viel, wenn ich diese Pflanze von hier reinpflanze, dann ist alles gut. Und wenn sie blüht, ist eigentlich die Blütenfarbe bei einer Orchidee relativ egal, weil alle Orchideen sind schön. Und ihr seht hier, diese sind eingepflanzt in Tongranulat. Und die haben sich hier, leise rieselt das Tongranulat, und die haben sich jetzt hier sogar am Tongranulat fest gesaugt. Und das, was man jetzt hier machen muss, ist praktisch nur die alten trockenen Wurzeln entfernen. Auch hier diese gelben, braunen Blätter weg. Das Ganze geht natürlich leichter, wenn man die Wurzeln in lauwarmes Wasser legt für ein paar Minuten, sodass sie praktisch noch flexibler sind. Aber hier in diesem Fall geht es eigentlich ganz gut. Es sind sogar mehrere Einzelpflanzen. Das macht nichts, weil dann kann ich die eine so einpflanzen, die andere so einpflanzen. Diesen vertrockneten Teil mache ich einfach weg. Hier unten ist auch noch so ein vertrockneter Strunk. Ihr seht, wie einfach das geht. Manche würden wieder sagen, Gott, wie grob, aber es ist einfach so, es ist eine Pflanze. Das ist gar nicht mal so dramatisch. Jetzt habe ich hier praktisch 3 Einzelpflanzen. Ich könnte sie auch wieder zusammensetzen, muss ich mir mal überlegen. Wahrscheinlich mache ich das auch, je nachdem, wie die dann platztechnisch hier hineinpassen. So, jetzt ist praktisch alles Alte weg. Das ist wichtig, weil dieses Substrat bleibt ja länger oder hält ja länger die Feuchtigkeit. Bedeutet, da ist dann natürlich die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass die ganze Geschichte dann auch irgendwann anfangen könnte zu faulen. Bedeutet, wirklich penibel sein und das, was kaputt ist, weg. Wahrscheinlich wird hier unten dieser Teil auch wegkommen, weil hier oben sind ja wunderschöne neue Wurzeln vorhanden und die sind ja eine super Ausgangsbasis für die Pflanze. Aber hier unten ist das schon relativ flexibel. Ich will ja auch nicht mit einer
offenen Stelle hier unten dafür sorgen, dass hier dann Keime hineinkommen können. Jetzt gucken wir mal, ob das Ganze so reinpasst oder ob man das Wurzelwerk praktisch noch anfeuchten muss. Die zwei Wurzeln, die jetzt hier oben rausgucken, die kann man vorsichtig hinunterbiegen. Man kann sie aber auch oben einfach wachsen lassen. Welche Variante jetzt hier eigentlich die bessere ist, überlasse ich jetzt mal jedem selbst, weil ich finde es gar nicht mal so schlimm, jetzt hier oben Wurzeln wachsen. Hier unten sind ja auch nochmal Wurzeln und die werden garantiert auch für ein gutes Wurzelwerk sorgen. So schön und vorsichtig hineinstopfen wie möglich. Wie gesagt, wenn die Wurzeln mit lauwarmem Wasser weich gemacht worden sind, sozusagen weich gekocht worden sind, das war jetzt übertrieben, ja, also kochen nicht, wirklich nur mit lauwarmem Wasser einweichen, ein paar Minuten, dann geht das. Hier kann man diese alten Wurzeln auch entfernen und dann könnte man diese auch noch hineinpflanzen. Je mehr hineingepflanzt werden, umso höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, je älter die Pflanzen werden, dass da umso mehr Blütentriebe vorhanden sind. Irgendwann mal. Man kann natürlich auch so vorangehen, dass man verschiedene Sorten miteinander mischt, dass man am Ende mehrere Blütenfarben in einem Gefäß hat. Ich glaube, jetzt mache ich die dritte Pflanze auch rein, wo ich vorhin überlegt habe, ob ich sie nicht reinmache und woanders reinpflanze. Das ist jetzt einfach, es bietet sich einfach an. Die hat ja auch noch ein paar schöne Wurzeln, die kann man jetzt hier noch mit reinflechten. Zumindest mal vorsichtig, halt, da ist noch ein Blähton. Man hat es gehört. Und die fädelt man jetzt praktisch noch hier vorsichtig hinein. So. Wie im letzten Video, wo ich euch das Orchitop-System vorgestellt habe. Hier ist ja das Plattendesign. Ich habe es euch ja vorgestellt und bepflanzt mit der Berryoda-Dendrobium, die jetzt hier noch in einem kleinen Orchitop der älteren Generation, in der Stäbchen-Generation sozusagen gepflanzt ist. Hier hat sie sich entsprechend entwickelt. Jetzt machen wir hier die Luxusvariante mit der Neophynetia Hybride und deswegen hier die Verpackung einfach mal auf. Davon ist ein Messer. Mit dem Messer geht es besser. Jetzt können wir wieder sagen, Gott, hast dich vorbereitet. Hättest du gleich das Messer nehmen können. So, weil ich jetzt hier schon so viel Gold habe, soll die erste Schicht natürlich erst einmal schwarz sein. Das heißt, es muss ja sich erst einmal abheben. Muss man aber auch vorsichtig sein, also nicht reinquetschen. Ja, das gilt wie im letzten Video auch, einfach hineinrieseln lassen. So, und bevor man dann komplett voll hat, also man kann hier gerne schon ein bisschen anklopfen, dass sich das Ganze schön gleichmäßig absenkt. Bevor man dann das zu voll hat, kann man praktisch hier nochmal eine Schicht Gold hineinfüllen. Das ist schön, das schimmert sogar richtig. Jetzt kommen hier die letzten schwarzen Kolomi-Krümelchen, Steinchen einfüllen. Jetzt ist das Ganze fertig. Jetzt können wir uns das Ganze nochmal anschauen. Schön hier mit Gold, schwarz, Gold, nochmal schwarz. Wenn das Glas jetzt noch ein bisschen länger wäre, dann könnte man das noch ein bisschen einheitlicher machen. Aber ich denke mal, so ist das schon ganz gut gelungen. Und das nächste wird auf jeden Fall sein, da werde ich auf jeden Fall auch sehr gespannt sein, wenn das Ganze blüht, was das dann praktisch für eine Wirkung hat. Also meine Vorstellung ist, hier kommen ja dann die Blütentriebe raus. Wahrscheinlich bei meinem Glück, der nächste Blütentrieb wird bloß ein Blütentrieb sein. Und der wächst dann hier so rüber. Cooler wäre natürlich, da das jetzt 3 Pflanzen sind, irgendwann in 1, 2, 3 Jahren, wenn dann richtig viel, wie so eine Art Palme, das wäre eigentlich auch so. Also die Grundidee war Deluxe, aber jetzt so im Nachhinein könnte man das auch als Thema Palme bezeichnen. Deluxe-Palme, auch nicht schlecht. Es sind ja viele exotische Pflanzen auf dem Kanal. Das Ganze, wenn das jetzt fertig ist, gießt man einfach an. Man muss auch dabei vorsichtig sein, da das jetzt hier ein Glas ist, wirklich nur vielleicht so einen halben Zentimeter mit Wasser füllen. Am Anfang muss das Ganze sich ja erstmal vollsaugen, dann ist das praktisch schon in Ordnung und dann lässt man das so stehen. Genau, das war das Thema Deluxe Kolomi. Orchidee einpflanzen in Glas funktioniert mit dem richtigen Substrat. Wenn ihr das jetzt in Kokosubstrat macht, wird es schwieriger.
Mit Blähton, finde ich, ist es nicht so hübsch. Mit bunten Steinchen ist es noch hübscher. Es gibt viele weitere Farben. Ja, Terra, Gelb. Es gibt sogar Silber. Also ich hätte auch Silber-Gold machen können, kommt aber im nächsten Thema. Und so finde ich es eigentlich auch ganz cool. Also wenn ihr weitere Fragen habt, Anregungen oder irgendeinen Kreationswunsch, schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Und Daumen hoch, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Wenn ihr noch eine weitere Frage habt oder auch einen Deko-Wunsch, ihr sagt, hey, mach doch mal das Thema Bienchen. Ja, also ich habe ja gelbes Substrat und schwarzes Substrat da kann ich auch Biene machen. Dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ansonsten Daumen hoch, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal und tschüss.